Freunde, heute mal aus dem Tipi. Ich habe den Ofen an und wärme mir gerade schön die Beine auf. Und ja, draußen ist es relativ kalt, da ist das Ganze schön angenehm. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Angenehm warme Füße im Winter. Da habe ich 10 Tipps und Tricks für euch zusammengestellt. Da geht es ein bisschen um Ausrüstung, aber auch einfach um ein paar kleine Tricks. Zum Beispiel, wie ihr die Socken trocknen könnt und so weiter. Schaut euch das jetzt einfach an. Für mich ein sehr wichtiges Thema. Im Winter warme Füße zu haben, ist einfach eine gute Sache. Kalte Füße stören und nehmen ein bisschen den Spaß an dem Ganzen. Und deswegen habe ich das Video gemacht. Viel Spaß jetzt dabei. Wir sehen uns am Ende des Videos nochmal und dann bis gleich. Tipp Nummer 1 ist für mich ganz klar das Thema Schuhwerk. Lange Zeit habe ich auf Stiefel mit Innenschuh verzichtet und bereue es, mich nicht früher damit beschäftigt zu haben. Der Innenschuh sorgt für extra Wärme, nimmt Feuchtigkeit auf, lässt sich am Ofen oder Feuer trocknen und gibt dem Schuh insgesamt ein besseres Klima. Außerdem sollte beim Schuhwerk auch auf ausreichend Platz geachtet werden bzw. auf nicht zu festes Schnüren. Denn zu enge Stiefel stören die Durchblutung und Kälte wird schneller von außen nach innen transportiert. Tipp Nummer 2 ist die Wahl der Socken. Hier sollten Socken genutzt werden, die relativ dick sind, einen Merino-Anteil besitzen und die Feuchtigkeit gut abtransportieren. Ich persönlich fahre seit ca. 2 Jahren sehr gut mit Darn Tough Socken, die mit einer lebenslangen Garantie geliefert werden. Sehr geil die Socken, auch für den Alltag, zum Beispiel hier in Blau. Im besten Fall gehen die Socken bis unter die Knie oder bedecken den halben Unterschenkel. Tipp Nummer 3 ist es, sich allgemein warm zu halten durch warme Bekleidung, ohne dabei zu überhitzen. Denn ein Kälteschutzmechanismus des Körpers ist, die Gefäße der Arme und Beine zu verengen, um die Wärme für die wichtigen Vitalfunktionen zu halten. Hier empfiehlt sich ebenfalls Unterwäsche mit Merino-Anteil. Tipp Nummer 4 ist die einfache Körperbewegung, um die Herzfrequenz etwas zu erhöhen. Also zum Beispiel Hampelmänner, Holzsägen oder Holzspalten. Dazu noch gutes Essen und der Körper heizt sich richtig auf. Wenn man zum Beispiel Tiere beobachtet, kann man sich meistens nicht sehr viel bewegen. Hier empfehle ich dann an dieser Stelle Aktivwärme, zum Beispiel durch Heatpacks. Tipp Nummer 5 ist, ein trockenes Klima im Schuh zu pflegen. Also immer regelmäßig die Socken wechseln und auch die anderen bzw. die alten gut zu trocknen. Denn Feuchtigkeit fühlt sich auch in geringer Menge irgendwie kalt an und führt schließlich zu kalten Füßen. Ein gutes Setup sollte aber nicht feucht werden. Dazu gleich ein weiterer Tipp. Tipp Nummer 6, regelmäßiges Trocknen der Socken. Für gewöhnlich werden Socken am Feuer, am Ofen, im Schlafsack oder am Körper getrocknet. Wer nur einen Gaskocher dabei hat, der nimmt eine Nalgene-Flasche oder eine Edelstahlflasche mit heißem Wasser gefüllt und legt bzw. zieht die Socken darüber. Hier trocknen die Socken ziemlich schnell und damit die Wärme länger hält, empfiehlt es sich, das ganze Paket in den Schlafsack zu legen. Je nach Geruch vielleicht aber eher in die Fußbox. Tipp Nummer 7 sind Booties. Das sind Kunstfaser- oder Daunenschuhe mit ordentlich Füllung und robuster Cordura-Sohle. Während eure Socken und Stiefel gerade lüften bzw. trocknen, könnt ihr euch angenehm die Booties überziehen. Glaubt mir, es ist ein Segen im Winter. Sehr gut die Teile. Tipp Nummer 8, wenn ihr morgens Wasser für Kaffee, Tee und Co. aufkocht, dann nehmt euch etwas mehr Wasser und schüttet einen halben Liter in die Edelstahlflasche, stülpt die Socken drüber, packt sie in den Stiefel und stellt das Gegenstück oben drauf. So startet ihr den Ausstieg aus den Booties in ein leicht vorgewärmtes Paar Socken und Stiefel. Tipp Nummer 9 ist die richtige Schlafsackgröße. Ist der Schlafsack zu kurz, verdichtet ihr die Daune oder Kunstfaser mit dem Druck eurer Füße und die Isolationswirkung wird eingeschränkt. Ergo kalte Füße. Also den Sack nicht zu kurz kaufen. Die Wärmflasche vor dem Schlafen im Fußende ist ja schon sehr bekannt. Ich erwähne sie dennoch, da sie wirklich ein sehr gutes Hilfsmittel gegen nächtliche kalte Füße ist. Tipp Nummer 10 ist die gute Vorbereitung der Stelle, an der ihr euer Camp aufschlagt. Hier empfiehlt es sich, so viel Schnee wie möglich zu entfernen, da eure Füße den meisten Bodenkontakt haben und ihr somit den Zeitraum verringert, in dem eure Stiefel mit Schnee bzw. Nässe in Kontakt kommen. So Freunde, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, der immer über kalte Füße klagt im Winter, dann schickt ihm doch einfach das Video. Vielleicht hilft es ihm, mir helft ihr damit auch. Ich kann ein bisschen Reichweite generieren und euer
Bekannter, Freund, wer auch immer, hat warme Füße im Winter. Für mich die wichtigsten Punkte bei dem ganzen Thema sind Feuchtigkeitsreduzierung, gutes Schuhwerk und gute Socken. Das sind so die 3 Punkte, wo ich sage, das gibt eine gute Basis. Und wenn man sich dann daran hält, die Socken zu trocknen und so weiter, dann kommt man sehr gut durch den Winter und hat eigentlich über den ganzen Zeitraum, während man draußen ist, immer schön warme Füße. Wenn die Stiefel mal komplett nass werden sollten, dann könnt ihr Teelichter benutzen oder diese Schwammtechnik mit den Socken. Dafür braucht ihr allerdings mehrere Paar Socken. Das heißt, ihr geht mit dem trockenen Socken rein, wartet, bis das Ganze ein bisschen aufgesogen ist, nehmt dann die Socken wieder raus, legt die ans Feuer, zieht ein anderes Paar an, geht wieder in die Stiefel rein und so weiter, bis die ganze Feuchtigkeit aus dem Stiefel raustransportiert ist. Das ist so eine Technik, die relativ beliebt ist dafür, falls ihr mal in ein tiefes Loch tretet im Schnee, was ihr nicht gesehen habt, zum Beispiel Moorlandschaft, und der Schnee liegt drüber, dann erkennt man nicht sofort, dass der Boden nass ist. Da ist es ganz gut. Ansonsten ist es natürlich immer gut, den Schnee oder die Nässe außerhalb des Stiefels zu halten, und da eignen sich dann auch ganz einfache Gamaschen zu. Wenn der Schnee ein bisschen tiefer ist und ihr keine Gamaschen habt, dann werden die Hosenbeine nass, das Wasser aus den Hosenbeinen läuft in die Stiefel rein und die meisten denken dann, die Stiefel sind nicht wasserdicht, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur die Nässe von oben. Ich mache das auch manchmal, ich bin dann faul und sage, ach komm, für die paar Meter im Tiefschnee brauche ich jetzt keine Gamaschen anziehen, und danach werde ich dann meistens auch bestraft und habe dann nasse Füße. Aber mit den Techniken, die ihr jetzt gerade gesehen habt, könnt ihr dann alles relativ schnell wieder trocken kriegen. Aber es gilt natürlich, das Ganze zu vermeiden. Gut, das war es eigentlich auch schon. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.